Es ist kalt, es ist rutschig, das Material leidet. Winter ist einfach keine gute Radfahrzeit, oder? Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande und in diesem Video gebe ich euch 20 Tipps, wie ihr sicher, warm und vor allem glücklich mit dem Fahrrad durch den Winter kommt. Und der erste Tipp ist, holt euch eine warme Jacke. Wir haben schon vor einigen Jahren über dieses Thema mehrere Videos gemacht tatsächlich. Das letzte verlinke ich euch jetzt mal hier oben. Aber 2 Punkte sind besonders wichtig, wenn ihr euch eine Winterjacke fürs Fahrradfahren aussucht. Der erste Punkt ist ein Reißverschluss, der sich von beiden Seiten bedienen lässt. Natürlich, dass ihr die Jacke von hier oben öffnen könnt, aber dass ihr sie auch hier unten weiter hochziehen könnt. Und das ist besonders dann wichtig, wenn es sich um eine lange Winterjacke oder einen Mantel handelt, weil ihr dann die Bewegungsfreiheit bekommt, um euch auf dem Fahrrad richtig bewegen zu können. Und der zweite Tipp ist, holt eine Jacke mit solchen Bündchen, die eng anliegen. Entweder hier mit solchen Schlaufen sogar, damit die Hand noch so ein bisschen geschützt ist, oder aber einfach Bündchen, damit die Luft hier nicht einfach eindringen kann. Denkt auch an eure kleinen Passagiere. Kleidet sie etwas wärmer als euch selbst, denn die bewegen sich nicht, wenn sie mit dem Fahrrad mit euch zusammen unterwegs sind. Und Jacken kann man immer aufmachen, um etwas mehr Kühle reinzubekommen, aber man kann sie nicht weiter schließen, um sie noch wärmer zu machen. Deswegen lieber ein bisschen zu warm, noch eine Schicht mehr als eine Schicht zu wenig. Eigentlich ist es unnötig zu erwähnen, aber fahrt vorausschauender, fahrt langsamer, achtet besser auf die Straße, bremst früher. Es ist eigentlich ein No-Brainer, aber trotzdem kommt es jedes Jahr zu Unfällen im Winter und bei Eisglätte, weil sich die Leute einfach überschätzen. Und auch wenn ihr die Wahl habt, da lang zu fahren oder da lang zu fahren, fahrt lieber da lang, denn auch wenn ihr einen Umweg fahren müsst, ist das einfach der deutlich sicherere Weg und es bringt nichts, euch in Gefahr zu begeben und im Endeffekt vielleicht gar nicht anzukommen. Sowas hier kann im Fahrrad oder Anhänger einen echten Unterschied machen. So eine Wärmedecke oder so ein USB-Stadionkissen. Und damit die genügend Saft haben, kommt der Partner des heutigen Videos ins Spiel. Und das ist nämlich Jackery. Das hier ist der brandneue Jackery 300D. Das ist so das Einstiegsmodell im Jackery-Programm und besonders für solche Einsatzzwecke geeignet, wenn es halt nicht zu schwer sein darf und ihr auch einen überschaubaren Energiebedarf habt. Mit 288 Wattstunden Kapazität könnt ihr dieses Heizkissen aber zum Beispiel 6 Stunden lang betreiben, beziehungsweise, gucken wir mal, hier kommen jetzt gerade über das Solarpanel 12 Watt rein. Und das Heizkissen braucht nur 7 Watt. Das heißt, ihr betreibt das Heizkissen und der Akku wird noch gleichzeitig beladen. Das finde ich ziemlich cool. Das hier ist ein Solarpanel mit 40 Watt Output, kann super leicht getragen werden und sieht zusammengefaltet aus wie so ein iPad irgendwie und lässt sich halt sehr gut hier auf das Urban Arrow zum Beispiel spannen oder auch andere Verdecke. Die Jackery 300D bietet insgesamt 300 Watt Leistung. Entweder hier über den Zigarettenanzünder oder verteilt auf 3 USB-C und ein USB-A mit bis zu 140 Watt Output, also auch USB-C Power Delivery, also PD, perfekt zum Betreiben und Aufladen von Notebook oder Starlink zum Beispiel, sowie von Heizdecken, Handschuhen oder auch dem Smartphone. Wenn das schnell lädt, wird es auch ganz schön warm. Dieses Gehäuse ist wirklich super stabil, bietet hier noch eine Lampe, um nachts im Bett lesen zu können oder ein SOS-Notsignal abzusenden. Und ein sehr cooles Detail ist dieser Griff hier, weil das ist nicht nur ein Tragegriff, sondern auch ein USB-C-Kabel, mit dem ihr das Gerät entweder laden könnt oder Geräte daran betreiben könnt. Finde ich ein sehr cooles Detail. Ihr könnt aber natürlich auch einen Karabiner hier irgendwie dranhängen, um diese Powerbank auf einer Wanderung oder so mitzunehmen. Auf jeden Fall mega cooles Teil. Checkt mal den Link in der Videobeschreibung, um zur Jackery 300D und zu diesem Solarpanel zu kommen. Und wir sagen vielen Dank an Jackery für den Support der Radelbande. Weiter geht's. Checkt eure Reifen. Für die allermeisten Anwendungszwecke werden dedizierte Winterreifen wahrscheinlich nicht notwendig sein, außer wenn ihr viel über Land fahrt, wo selten gestreut wird oder selten geräumt wird oder wenn ihr zum Beispiel in den Bergen lebt. Für alle anderen Anwendungsfälle sind diese Punkte wichtig. Achtet auf ausreichend Profil. Optimalerweise natürlich mit solchen Schwalbe Smart Sam Cargo Reifen, die richtig schön viel Profil haben, um auch durch Matsch und Schnee zu fahren. Aber
In den allermeisten Fällen reichen auch solche Reifen, die Schwalbe Pickup zum Beispiel, aber ihr solltet halt darauf achten, dass diese Reifen noch genug Profil haben. Und zweitens ist wichtig, dass die Reifen nicht zu alt sind, da ansonsten das Gummi spröde wird und der Reifen weniger gut haftet. Und drittens, ein passender Luftdruck. Für etwas mehr Grip im Schnee lasst einfach ein bisschen Luft ab, sodass der Reifen besser walkt und mehr Grip im Schnee hat, einen größeren Contact Patch, dann fährt er sich eventuell etwas schwammiger. Deswegen achtet auf eine angepasste Geschwindigkeit und pumpt den Reifen wieder auf, wenn der ganze Schnee abgeschmolzen ist. Dann prüft eure Bremsen. Da könnt ihr von oben reinleuchten, haben die Bremsbeläge noch genug Fleisch am Knochen, denn wenn nicht, bremst es schlecht. Und wenn nicht und nass, bremst es noch viel schlechter. Wenn der Radweg so aussieht, dann gilt keine Radwegebenutzungspflicht. Dann wechselt auf die Straße. Das ist in vielen Situationen dann einfach deutlich sicherer, besonders wenn die Straße dann so schön geräumt ist wie in diesem Fall. Achtet dann aber auch, gerade wenn es dunkel ist, besonders darauf, dass ihr den nächsten Tipp beherzigt. Kümmert euch um euer Licht. Die meisten E-Bikes und Alltagsräder sind mit Beleuchtung ausgestattet, entweder über den Akku oder über den Nabendynamo. Aber das muss natürlich auch ein bisschen gewartet werden. Stellt euer Licht richtig ein, nicht, dass es nach oben leuchtet, sondern dass es auf die Straße leuchtet. Und wenn das Licht nicht funktioniert, dann guckt kurz, woran das liegt und fahrt nicht einfach trotzdem los. Meistens ist nur irgendein Kabel lose, das sich sehr leicht selber reparieren lässt. Und nochmal ein Wort an die Eltern, also auch an mich. Sorgt dafür, dass eure Kinder immer mit Beleuchtung fahren. Ich sehe erstaunlicherweise auch bei diesen Wetterverhältnissen in der Dunkelheit Kinder, die mit ihren Laufrädern oder ihren Fahrrädern komplett ohne Beleuchtung oder nur mit so kleinen LED-Funzeln unterwegs sind. Und das muss wirklich nicht sein. Dieses Set hier habe ich zum Beispiel für das Rad meiner Tochter gekauft, hat einen tollen Lichtkegel, ein sehr helles Rücklicht, lässt sich per USB-C aufladen, ist also wirklich sehr einfach in der Benutzung. Das ist auch nicht teuer, das hat mich insgesamt irgendwie 20 € gekostet. Also gutes Licht ist viel Geld wert, aber ihr müsst nicht viel Geld investieren, um gutes Licht zu bekommen. Wenn ihr mit Kindern im oder auf dem Lastenrad fahrt, dann holt euch ein Verdeck. Damit bleiben die Kinder einfach vor Regen, Wind und großer Kälte geschützt und denen ist einfach eine Spur wärmer. Es gibt ja mittlerweile auch Verdecke für Longtail-Lastenräder und dann könnt ihr auch solche Späße machen wie mit dem Jackery Solarpanel hier. Und wenn ihr mit Anhänger fahrt, naja, dann habt ihr ja tendenziell schon ein Verdeck automatisch mit drin. Beinahe unverzichtbar für alle, die Brille tragen oder auch für alle anderen, wenn es regnet, schneit oder besonders starker Wind ist. Ein Helm mit Visier. Das hier lässt sich zum Beispiel magnetisch ganz einfach dran montieren und dann seid ihr eben vor Schnee, vor Regen und auch im Sommer zum Beispiel vor Pollen geschützt. Also gerade für Lea war das ein echter Gamechanger. Verzichtet auf Fäustlinge. Wenn diese 4 Finger immer zusammen sind, dann habt ihr einfach nicht so viel Kontrolle über die Bremse, über den Lenker bei eurem Fahrrad. Viel besser sind einfach sehr dicke Fingerhandschuhe, so wie diese hier. Die haben auch noch eine Wasserbarriere. Die sehen überhaupt nicht dick aus, halten aber selbst bei Minustemperaturen muckelig warm. Und vielleicht zieht ihr einfach ein dünnes Paar Handschuhe unter ein dickeres Paar Handschuhe. Oder wenn ihr nicht darauf verzichten wollt, dass eure Finger miteinander kuscheln, was ja auch tatsächlich angenehm ist, dann gibt es von verschiedenen Herstellern solche Lobster-Handschuhe, also Hummer-Handschuhe, wo dann zumindest 2 Finger immer miteinander kuscheln können. Und wenn ihr angekommen seid, nehmt Sachen mit rein. Der Jackery-Akku ließe sich zwar bis minus 15 Grad betreiben, der wäre aber ziemlich schnell weg, wenn er im Rad verbliebe. Und auch der E-Bike-Akku, der leidet natürlich ein bisschen unter der Kälte, wenn ihr ihn in der Kälte am Fahrrad lasst. Deswegen nehmt ihn am besten jedes Mal mit rein. Und wenn ihr ihn laden solltet, dann wartet ein bisschen, bis der sich aufgewärmt hat. Optimal lädt er dann, wenn er Raumtemperatur erreicht hat. Und wenn ihr nicht wollt, dass ihr euch jedes Mal auf ein tiefgefrorenes Fahrrad setzen müsst, dann nehmt doch den Sattel einfach mit rein und behaltet ihn auf Raumtemperatur. Das geht besonders dann gut, wenn das Ganze mit Schnellspanner ausgestattet ist. Und er kann so auch nicht geklaut werden.
Aber apropos Laden. Im Winter und bei Kälte kommt ihr mit einer Akkufüllung einfach nicht ganz so weit wie im Sommer. Deswegen denkt daran, rechtzeitig zu laden. Lieber etwas früher als etwas zu spät und ihr kommt nicht mehr nach Hause. Aber wenn ihr den Akku reinnehmt, könnt ihr ihn einfach auch, wenn ihr drin seid, immer an die Ladestation stecken. Achtet beim Fahren auf Glättefahrten. Besonders fies ist Eis unter Schnee, festgefahrener Schneematsch und Spurrillen, Straßenmarkierung, Kopfsteinpflaster, schattige Stellen und alles, wo unten drunter kein fester Boden ist, wie zum Beispiel Gullydeckel oder auch Brücken. Haltet euer Fahrrad sauber. Ich weiß, es ist schwierig, aber ich kann nicht oft genug betonen, wie gut und wichtig diese Schutzblechverlängerungen zum Beispiel von Fahrer sind. Denn hier unten bleibt dadurch euer Fahrrad quasi komplett sauber. Gerade in diesem empfindlichen Tretlager-Motorbereich, das, was am Ende ziemlich schwierig ist zu putzen und wo sich am meisten Dreck sammelt, müsst ihr euch dann nicht drum kümmern. Wenn ihr ein Fahrrad mit einer Kette habt, dann haltet diese möglichst sauber und trocken, schmiert lieber ein- oder zweimal nach, bevor sie entweder komplett trocken läuft oder verrostet. Und wenn ihr einen Riemen habt, dann müsst ihr euch auch darum kümmern, je nachdem, wie verschmutzt oder verdreckt der ist oder auch wie nass der ist. Ich würde empfehlen, nach jeder Fahrt den groben Schnee, der so sich sammelt, zum Beispiel in dem Schutzblech, einmal kurz abzuklopfen mit einem Besenstiel oder so. Das sammelt sich dann hier unten und kann nicht festbappen, weil der Schnee, das Wasser schmilzt eventuell in der Garage, der Dreck bleibt übrig und dann fangen eben Schrauben, Bolzen etc. an zu verschleißen, fangen an zu rosten. Aber am besten ist es natürlich vorzubeugen und das Rad gar nicht erst so richtig dreckig werden zu lassen. Packt eure Füße ein. Ihr werdet wahrscheinlich so oder so robustes Schuhwerk tragen, aber solche Überschuhe zum Beispiel helfen dabei, dass die Schuhe sauber und auch trocken bleiben. Und auf der Innenseite ist es dann gut, wenn ihr Wollsocken tragt. Und ich mache das in der Regel so, dass ich eine Lage normaler Baumwollsocken trage und eine Lage richtig schöner Wollsocken. Diese hier sind jetzt von meiner Mutter gestrickt worden, aber ihr könnt natürlich auch zum Beispiel Merino Wollsocken kaufen, um den Schuh nochmal richtig gut auszufüllen und die Füße richtig dick einzupacken, sodass ihr auch bei niedrigen Temperaturen immer schön warme Füße habt, weil gerade die Extremitäten, wenn die kalt werden, dann könnte euer ganzer Körper kalt werden. Statt Helm beim Radfahren Mütze tragen, damit die Ohren warm bleiben, das würde ich tatsächlich nicht empfehlen. Und das hier würde ich auch nicht empfehlen. Stattdessen gibt es solche kleinen, schmalen, dünnen Mützen. Die sind aus Funktionsmaterial oder gibt es auch aus Merino. Ihr könnt da auch Tücher oder so verwenden. Und darauf passt dann nämlich auch ohne Probleme ein Helm, der dann richtig auf dem Kopf sitzt und sich auch gut schließen lässt. Alternativ gibt es für viele Helme auch solche Winter-Inlays, die dann auch die Löcher verschließen, die Belüftungslöcher und auch immer in diesem Helm drin bleiben, sodass ihr euch gar keine Gedanken machen müsst, ob ihr jetzt eine Unterhelmmütze eingepackt habt oder nicht. Nehmt ein Notfallset mit, besonders dann, wenn ihr über Land fahrt. Ein Schlauch, ein Multitool und auch ein Werkzeug, das speziell für euer Fahrrad ist. Falls ihr zum Beispiel Radmuttern habt, dann könnt ihr die mit einem Multitool in den meisten Fällen nicht lösen. Und was auch im Winter besonders hilfreich ist, ist natürlich erstmal eine Pumpe, aber auch kleine zusätzliche Handschuhe, um die Hände ein bisschen wärmer und auch sauberer zu halten. Das ist in der Stadt nicht super wichtig, weil ihr im Zweifel auch zu Fuß das Rad noch schieben könntet bis zur nächsten Werkstatt oder sogar teilweise bis nach Hause. Was in der Stadt aber besonders wichtig ist, nicht nur für euch selber, sondern auch um Erste Hilfe zu leisten, ein entsprechendes Erste-Hilfe-Kit. Die gibt es in günstig und sehr klein und können im Notfall wirklich Wunder wirken. Das gilt aber nicht nur für den Winter tatsächlich, sondern das ganze Jahr. Der allerbeste Tipp aber, gerade wenn ihr Kinder habt, nehmt ab und zu einen Schlitten mit. Der Winter erschwert so einiges, der macht alles ein bisschen langsamer, aber man kann es im Grunde auch einfach nur genießen. Die Woche, die man vielleicht mal Winter und Schnee hat, zumindest ist das in Lübeck so. Schreibt doch mal, wie eure Winter so aussehen. Die Kinder auf dem Schlitten mit dem E-Bike durch den Schnee ziehen, ist eine absolute Gaudi für Groß und Klein. Und wenn alle Stricke reißen, dann bleibt wenn möglich einfach zu Hause. Nehmt euch ein gutes Buch, schenkt euch einen Kaffee ein und genießt einfach, dass es draußen kälter ist als hier drin. Und
Im Zweifel gibt es ja auch noch ÖPNV, Taxen und Autos. Ne? Hauptsache ihr bleibt gesund. Ja, jetzt wisst ihr, dass ich löcherige Socken trage und dass meine Finger gerne miteinander kuscheln. Aber was sind eure Tipps fürs Fahren im Winter? Schreibt es mal in die Kommentare. Vielen Dank an Jackery für den Support dieses Videos. Ihr findet den Link natürlich ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Hier findet ihr ein Video, das ich mal vor einigen Jahren übers Fahren im Winter gemacht habe. Und hier könnt ihr abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dann.